Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Endlich Frühling. Ab in den Liegestuhl im Garten. Doch was ist das? Ein Löwenzahn im Rasen? Fragt ihr euch auch, wie ihr das lästige Unkraut loswerden könnt? In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr Löwenzahn ganz einfach entfernt, damit euer Rasen wieder ein Traum aus Grün wird. Viel Spaß! Zunächst einmal wollen wir die eine Sache klarstellen. Löwenzahn wird zwar von vielen als Unkraut bezeichnet und angesehen, doch Löwenzahn kann durchaus ein nützliches Kraut sein. Nicht nur als Tierfutter, sondern auch für den menschlichen Verzehr. Vielleicht erstellen wir dazu einmal ein separates Video. Nun soll es aber um die Bekämpfung von Löwenzahn im Rasen gehen, denn da wollen wir ihn nun mal nicht haben. Das Lästige am Löwenzahn ist, er verbreitet sich super schnell. Doch keine Sorge, wenn ihr den Löwenzahn früh entdeckt, ist die Hoffnung noch nicht verloren. Wartet also nicht bis zum Höhepunkt der Grillsaison Ende Juni, wenn die Pusteblume anfängt zu blühen. Die Samen der Pusteblume verbreiten sich nämlich schnell wie der Wind. Und dann ist Löwenzahn schwer zu entfernen. Doch keine Sorge, wir zeigen euch heute 5 einfache Wege, wie ihr Löwenzahn loswerden könnt. Erstens, spezieller Rasendünger. Zweitens, Mähen der Pflanze. Drittens, Hausmittel. Viertens, chemisches Herbizid und Unkrautvernichter. Fünftens, Löwenzahn und Unkrautstecher. Erstens, spezieller Rasendünger. Es gibt extra Dünger, der Unkraut- und Moosvernichter enthält. Auf diese Weise sorgt ihr dafür, dass Löwenzahn sich gar nicht erst in eurem Rasen breit machen kann. Verteilt das Mittel einfach wie jeden anderen Dünger auf dem Rasen. Das war schon. Ein praktischer Nebeneffekt, der Dünger entfernt auch anderes Unkraut wie Klee oder Moos. Zweitens, Mähen der Pflanzen. Wenn im Rasen Löwenzahn gewachsen ist und sogar schon gelbe Blüten trägt, wird es allerhöchste Zeit. Mäht einfach die Köpfe mit dem Rasenmäher ab, damit keine Pusteblumen entstehen können. Vergesst nicht, danach auch die Wurzeln zu entfernen, damit das Löwenzahn nicht wieder nachwächst. Drittens, Hausmittel. Mit einigen Mitteln aus der Küche, die ihr garantiert zu Hause habt, könnt ihr auch gegen Löwenzahn vorgehen. Zum Beispiel könnt ihr einfach etwas Salz auf die Pflanze herunterstreuen oder gießt etwas kochendes Wasser darauf. So verwelkt der Löwenzahn schnell. Mit Essig oder Maisgluten wird die Wurzel angegriffen und der Löwenzahn kann nicht mehr weiter verbreiten. Der Einsatz von Salz und Essig ist nicht umweltfreundlich und daher möchten wir euch dies nicht empfehlen. Viertens, chemisches Herbizid oder Unkrautvernichter. Wenn sich auf eurem Rasen schon besonders viel Löwenzahn ausgebreitet hat, kann ein chemisches Herbizid oder ein Unkrautvernichter hilfreich sein. Achtet darauf, dass ihr ein Mittel wählt, das wirklich nur Unkraut zerstört und nicht auch alle anderen Pflanzen. Auch diese Methode können und wollen wir euch ausdrücklich nicht empfehlen. Viel besser ist die nächste Methode. Fünftens, Löwenzahn und Unkrautstecher. Wenn auf eurem Rasen bereits Löwenzahn wächst, könnt ihr ihn gut mit dem Löwenzahn oder Unkrautstecher entfernen. Diese Methode ist besonders weit verbreitet und beliebt. Zwischen den beiden Geräten gibt es ein paar Unterschiede. Unkrautstecher eignen sich, wie der Name schon sagt, für jedes Unkraut und so geht's. Stecht mit dem scharfkantigen Unkrautstecher um die Pflanze herum ein und dreht sie dann mitsamt der Erde heraus. Dabei entsteht ein rundes Loch, das ihr einfach mit neuer Erde auffüllen könnt. Doch Löwenzahn ist schwer zu entfernen, weil so lange Pfahlwurzeln hat. Spezielle Löwenzahnstecher eignen sich dazu besonders gut. Sie haben anders als normale Unkrautstecher eine lange, schmale Schaufel am Ende und trennen die Wurzeln des Löwenzahns schon unter der Erde ab. Dadurch entfernt ihr die ganze Wurzel und der Löwenzahn kann nur schwer bis gar nicht nachwachsen. Es gibt Löwenzahnstecher als Handstecher, mit denen ihr gebückt arbeitet. Dadurch wird die Wurzel besonders tief unter der Erde abgeschnitten. Und es gibt Geräte mit einem besonders langen Stehgriff, mit denen ihr Löwenzahn rückenschonend im Stehen samt Wurzeln herausdrehen könnt. Diese langen Löwenzahnstecher eignen sich besonders gut für große Rasenflächen. Doch welcher Unkrautstecher ist nun der richtige? In vielen Tests wird Handhabung, Zuverlässigkeit und Ergebnisse und Verarbeitung verschiedener Geräte verglichen. Hierzu haben wir in den letzten Jahren bereits die beliebtesten Löwenzahnstecher von Fiskars und Gardena miteinander verglichen. Das Video dazu findet ihr in der Infobox und unter diesem Video.
In unserem Gartenmagazin stellen wir euch noch einmal genauer einzelne Geräte für verschiedene Bedürfnisse vor. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. In unserem Test hat der Löwenzahnstecher von Fiskars die Nase vorne gehabt, in diesen wir auch noch einmal in der Videobeschreibung für euch verlinkt haben. Mit diesen ganzen Tipps hat der Löwenzahn in euren Rasen keine Chance mehr. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du ja ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.